Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Park. Das Spiel ist gerade mal 3 Tage draußen und ich musste das haben, weil mich das echt interessiert, weil es nämlich so schön gruselig ist. In den Trailern war es sehr gruselig. Also zumindest für mich. Ich bin ja so eine Schissbuchse. Und mir reicht das so. Ja, ich bin wirklich mal gespannt. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. Go and ask information. Ah, jetzt geht's anscheinend los. Okay. Stay in the car. Ah, der sieht nicht so aus, als wenn er in the car steht. Er sieht aus, als sei ihm langweilig. Ist aber ein bisschen blass, der Gute, ne? Aber ich glaube, rothaarige Menschen sind immer blass. Ja, Park in Alaska hier, so die Szenerie. Na gut. Also anscheinend müssen wir Mr. Bear suchen. Im Atlantic Island Park. Bingo! Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Alles klar, der Park schließt also jetzt gleich. Press X to interact with objects in the world. So. Was haben wir denn da? Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay, ein Schild. Das sind die Autos. Park 1, Park 3, Park 2. Okay. Ah, das ist die Information. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. Oh no. I'll unlock the gates for you. Na toll. Und er bleibt jetzt hier? Hallo, 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 hallo. Na ja, gut. Wer hat das Tor für uns aufgemacht? Press Kreis to shout to Callum. Shouting provides audible, was auch immer. Callum, I told you to wait in the car. Over here. Mhm. Wollen wir noch frech werden, oder was? Ah. Das ist ja ein witziger Eingang. Da oben steht er auf der Rolltreppe. Dann sollte ich mal hinterher. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Ich habe eine Axt Have a an. safe journey home. Na toll. Was ist das denn hier? Oh. Aha. Ist auf einmal Nacht geworden. Und die Rolltreppe fährt schneller. Dann rufe ich nochmal, ne? I'm not playing anymore, Callum. Oh God. The park.
What happened here? Press L3 to toggle running. Na toll. Was sieht das hier aus? Das ist die Parkkarte. It's easy to get lost here. Rollercoaster, Bumper Cars, Ferris Wheel, Oktotron, House of Horrors, Sideshow Alley, Entrance und das hier Tunnel of Tales. Naja, das wird ja schön hier. Wo ist er denn hin? You can't catch me. Ah, der rennt da rum. Ey, Stop, Callum! der da hinten sieht aber auch gruselig aus, ne? Ach Mano, wo rennt er denn hin? Da gehe ich nicht rein. Ich bin orange. Mein Gott, das sieht ja echt gruselig aus. Das ist bestimmt das House of Horror. Was steht denn hier? Carrie Killian ist Satans War. Was soll das heißen? Carrie Killian ist Satans Hure? Ich weiß nicht, was Wore heißt. Gut, legen wir mal einen Zahn zu hier. Windig. Es ist windig. It's windy. Aber so ist es mal von der Atmosphäre her, gefällt mir das. Was ist das? Oh. Ein Schuh? I think this belongs to Callum. Ja, wie? Warum schmeißt er denn seinen Schuh hier hin? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Das könnte das Maskottchen sein. Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slop. Ja, das hört sich ja sympathisch an. Der hat hier irgendwie so einen Ganzkörperanzug an, ne? So ein... Naja, gut. Wollen wir uns nicht hier mit aufhalten? Ah, hier ist eine... Habt ihr das gehört? Eine handwritten Note. Oh, das ist aber so klein. Ich lasse halt mal eine Weile hier stehen und ihr könnt ja das Video anhalten und den Zettel hier lesen. Ich wollte das jetzt nicht vorlesen. Ich wollte mich nicht blamieren mit meinem Englisch. So, wo bist du denn hingerannt? Callum, where are you? Callum, where are you? Wo ist er hin? Was ist das? Ach nein! Jetzt fährt er doch nicht hier mit dem Teil da in die Höhle, oder? Och, das gibt's ja nicht. Oh. Callum, stay where you are. Genau, bleib wo du bist. Stop, Callum! Okay, dann werden wir mal mit dem Schwan reiten hier. Unserem Sohn hinterher. Der ist aber irgendwie schon untergegangen, der Schwan hier, ne? Cooler Sternenhimmel. Cooler Sternenhimmel. Okay. Mal gucken, was uns da erwartet.
Schön Schwan reiten. Okay, ich kann mich nach rechts und nach links drehen, aber nicht umsehen. Aber ich habe mich auch ganz gemütlich, habe ich mich mal hier in den Schwan gesetzt. Fein. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Hänsel und Gretel. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Was jetzt wieder? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was Ihr destroyed. wolltet doch immer schon die Geschichte von Hänsel und Gretel in einem Let's Play hören, oder? Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Ja. Geht das nicht schneller hier? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble. Nibble at the gingerbread man. Nibble, nibble, nibble. Wo ist der? Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? Nibbling. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Nibbel, nibbel finde ich aber besser als knusper, knusper. You dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. Enormous Children took them lollipops. and began to eat. Wo ist eigentlich der andere Nothing to Schwan? fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Ja. Meine Once Güte. inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him.
Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Genau. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Das ist das neue Ende von Hänsel und Gretel. Oh Mann. Wie eklig ist das denn? Hey, geh weg. Geh weg. So, wo ist denn jetzt der Sohnemann hier wieder? Ja, also, das hielt sich jetzt irgendwie ein bisschen in Grenzen, ne? Also ganz rasant war das hier jetzt nicht die Fahrt. Der Schwan sieht jetzt auch wieder normal aus.